Ich bin Lisa, ich bin 23 geworden. Ich komme ursprünglich von Guatemala. Ich bin mit 6 in die Schweiz gekommen und wohne momentan in Bern. Ja, also eigentlich ist es schon Leisa, aber so hier in der Schweiz, das sagt doch niemand Leisa. Also wir sagen immer alle Lisa, ja, in dem Fall. Ich identifiziere mich eigentlich als Schweizerin, obwohl ich mich nicht ganz als Schweizerin fühle. Aber irgendwie als Guatemaltekerin fühle ich mich irgendwie auch nicht. Und irgendetwas ich will mich ja gleich irgendwie identifizieren. Deswegen sage ich Schweizerin. Mit 6 bin ich in die Schweiz gekommen und seitdem bin ich dann nie mehr zurück auf Guatemala. Mit meiner Familie dort und mit meinem lieblichen Vater hatte ich etwa vor 11 Jahren das letzte Mal Kontakt gehabt. Und das letzte Mal vor einem Jahr, wo es geheißen hat, dass mein Vater gestorben ist. Und das war es eigentlich gewesen. Also, ich habe wie abgeschlossen. Ich glaube, ich bin gerade im Moment suche gerade meinen Weg. Meine Mutter, sie war halt sehr auf Europa ausgerichtet. Sie ist halt mega gegen unsere Kultur. Also die südamerikanische Musik, das lässt sie alles nicht gern. Sie hat auch nicht gern zu tun mit Leuten, die von Südamerika oder Mittelamerika kommen. Und das habe ich halt wie von meiner Mami so übernommen und habe das Gefühl gehabt, oh nein, von Guatemala sein ist schlecht und ich sollte doch jetzt Schweizerin sein. Und erst jetzt vor kurzem habe ich wieder angefangen, mich mit meinen Wurzeln anzufreunden. Und das ist halt echt gerade ein Prozess, den ich gerade durchmache. Und wo ich eben noch nicht weiss, was herführt. Wenn halt irgendwo die Musik läuft, dass ich das zulasse und dass ich jetzt zum Beispiel mit meinen Haaren, mit den Locken, dass ich sie nicht gegen strecke. Von der Hautfarbe her hatte ich früher auch sehr viel Mühe gehabt. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe eine mega schöne Hautfarbe. Und früher hatte ich mega Mühe mit dem. Und ich bin manchmal schon nicht an die Sonne, um nicht brüner zu werden. Früher hätte ich gerne wollen, dass ich weiss bin. Und jetzt ist es wirklich so, es ist gut so. Ja. Ich hatte so einen Punkt, wo ich so wie gemerkt habe, ich bin hier irgendwie an einem falschen Ort oder so. Das ist, als ich in die Schweiz kam. Gerade im Sommer hat er gerade die Schule angefangen. Und dann bin ich dort rein, in die Klasse. Und am Anfang stehen einfach alle auf und haben einfach irgendetwas singen. Und ich bin dort so gehockt und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann hatte ich wirklich ich hatte dann so Angst gehabt, weil ich habe nicht verstanden, warum die angefangen singen. Und dann noch aufgestanden. Und ja, dann habe ich wirklich so gemerkt, ja, jetzt bist du irgendwie wirklich an einem anderen Ort. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, so in der Primarschule war das irgendwie noch nicht so eine zentrale Frage gewesen. Das ist erst so in der Sekundarschule. Dann ist dann immer sofort schnell die Frage gekommen, von wo bist du ursprünglich? Bist du von Sri Lanka oder von Indien? Ob ich von Afghanistan bin, von Türkei. Und jetzt momentan, auch weil gerade so die Welle ist gekommen, ist es von Somalia und Eritrea jetzt momentan. Ja, aber die Frage die kommt recht schnell. Sie kommt sehr schnell. Aber wenn ich jemanden kennenlerne, kommt schnell, ja, von wo bist du? Und ich verstehe die Frage, aber ich sage nein, immer extra noch, ja, ich bin von Bern. Und dann so, nein, ich meine, also, ja. Ja, ich tue sehr viel erklären. Also, wenn ich auch irgendetwas sage, dann sage ich, glaube ich, viel mehr, als ich eigentlich sollte. Mein Gefühlserleben und wie ich meine Gefühle zeige, ist nicht ganz schweizerisch. Also es ist schon vorgekommen, dass ich auch beim Zug gerannt habe oder irgendwie im Bus mal laut geworden oder mich jetzt auf der Straße irgendwie gestritten habe am Telefon und mich nicht so zurücknehmen konnte.
Aber auch mit Lachen. Ich bin immer die am lautesten lachen. Ich weiß nicht, ich will am liebsten so viel wie möglich von beidem in mir haben. Zum Beispiel eben, ich liebe Fondue, aber ich liebe auch Tamales. Also es ist so, ja, ich will echt alles haben. Meistens ist es so, dass die Leute irgendwie mit mir schon von Anfang an auf Hochdeutsch reden. Und zwar so extra langsam und extra laut. Ich habe auch in der Psychiatrie gearbeitet, als FAGE. Und dort habe ich es recht viel mitbekommen. Weil ja, dort die Patienten, die haben halt einfach rausgelassen. Also mein Herz hat schon so schnell so einen Sprung gemacht, wo ich eben so gehört so, ja, ich will mit dieser schwarzen Frau nichts zu tun haben oder so. Aber ich konnte das halt schnell wie ablegen, als das ist jetzt eine Aussage, die sie gemacht haben, weil sie halt auch die Krankheit haben. Ja, für mich sind zum Beispiel meine Freundinnen, wir sind immer so die 7. hoch. Sie sind für mich eigentlich meine Familie. Und sie sind auch Italien, Polen ist drin, USA. Es ist wirklich so ein mega Gemisch bei uns. Und wir helfen uns gegenseitig. Auch mit uns irgendwie verstehen. Wir verstehen uns, wenn wir irgendwie eben so erzählen, ja, im Fall, heute hat einer wieder so mit mir geredet oder heute ist das und das passiert, wo irgendwie anderen, sagen wir mal, Schweizer Leuten nicht passieren. Und wir können das viel besser verstehen und halt dann auch irgendwie uns einander auch helfen. Und ja, ich sehe es eigentlich wirklich so als Familie. Wenn ich sie nicht hätte, würde ich mich nicht daheim fühlen. Es hat auch so bestimmte Blicke, wo jetzt zum Beispiel mein Papi nicht weiss, was sie bedeuten, weil er die nie mitbekommt. Und wenn ich aber die Blicke sehe von anderen, weiss ich, was sie meinen. Und zum Beispiel jetzt meine Kolleginnen, die wissen dann auch gerade sofort, ja, ich weiss, welchen Blick das der Mensch. Aber jetzt mein Papi, der ist völlig, was? Nein, sicher nicht. Ja, echt so kleine Sachen, wo man nicht gerade so schnell sieht. Ist halt dann, ja, jetzt mit meinem Papi mega schwierig zum erklären. Ja, also ich sehe mich eigentlich als Lisa. Und ich sage einfach auch, ich bin Schweizerin für meine Mitmenschen, dass es für sie einfacher ist, weil ich kann ja nicht sagen, weisst, ich bin einfach die Lisa, weil sie kommen dann nicht nachher. Und weil für die Leute muss man ja alles irgendwie immer genau einen Namen geben und so. Und ja, für mich selber bin ich einfach die Lisa und ich nehme so viel mit, wie ich gerne mitnehmen von allem. Einfach mehr können sein und dass die anderen Leute mich einfach akzeptieren. Also sie müssen nicht sagen, du hast voll recht, aber einfach so akzeptieren und können wie auch darüber reden, warum jetzt für diese Person das nicht so ist wie für mich. Vor allem einfach, glaube ich, das respektiert und das akzeptiert werden. Dann fühle ich mich eigentlich schon wie dazugehörig, ja.